Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Boeing 737 MAX, wieder ein Stopp in der Produktion. Carsten S. sagt, dass der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney richtig reagiert oder richtig handelt, im Gegensatz zu Airbus. Und wir haben dann nochmal Emirates, die wollen 100% anbieten wieder Ende des Monats. Und Allegris, gucken wir uns nochmal genauer an, was da im Busche ist. Allegris ist ja jetzt länger am Markt. Ist das jetzt das Gelbe vom Ei oder ist das eher ein kalter Aufguss? Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ich freue mich auf eure Kommentare auf School. Ja, Boeing hat die Auslieferung der 737 MAX-Flugzeuge vorübergehend gestoppt, nachdem man mechanische Beschädigungen an Kabeln gefunden hat, also Kabelbäume. Die Probleme betreffen fabrikneue Jets und sollen innerhalb von wenigen Tagen überprüft werden. Der Vorfall betrifft natürlich Boeing mitten in einem Produktionshochlauf wieder, nachdem man erneut damit Fragen natürlich bei der Qualitätskontrolle aufwirft. Und diese mechanischen Schäden an den Kabelbäumen haben quasi nicht nur die 737 MAX Auslieferung gestoppt, sondern fragen wieder nach Qualitätsstandard. Und zwar wurde das Problem auf der Branchentagung ISTAT in San Diego bestätigt. Ursache laut Boeing ist ein möglicher Produktionsfehler, und zwar sind an den Kabeln, zitiere, kleine Schrammen. Zitat zu Ende. Die FAA ist informiert, man hat betont, dass bereits ausgelieferte Flugzeuge sicher sind. Produktionsziel ist aktuell für 42 Flugzeuge pro Monat. Man will irgendwie bummelig auf 50 bis 60 Flugzeuge monatlich bis 2028 hochschrauben. Ja, was hat das jetzt wieder zur Auswirkung? Lieferverzögerung, logischerweise. Airlines warten weiterhin auf Flugzeuge, um Kapazitäten zu erweitern. Besonders relevant natürlich für die United, natürlich für die Southwest, aber auch für unsere Freunde von Ryanair. Und klar ist das für uns als Passagiere unangenehm, aber die Auswirkungen sind Gott sei Dank nur indirekt. Also das heißt, die Flottenerneuerung und ältere Flugzeuge sind länger im Einsatz. Aber für Boeing ist das wesentlich dramatischer schon wieder, weil es halt wieder ein Kratzer ist im Lack für den Image von den Boeings bei der Qualität. Und das Qualitätsmanagement, ja, Frage ist halt, ist das existent oder nicht? Das muss man halt so sagen. Und man versucht halt die Produktionsrate zu erhöhen. Ihr habt es ja gehört, dass man auf 60 Stück in 2028 sein möchte. Und das Vertrauen der FAA dafür ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses bekommt. Aber jede Qualitätsmangelmeldung ist im Prinzip ein Zeichen dafür, die haben es halt nicht gelernt. Ja, ihr könnt ja mal schauen, inwieweit ihr Boeing vertraut, inwieweit die ihre Problematik im Griff haben, ob sie die Produktionsrate zu hoch angesetzt haben, ob sie immer noch nicht genug Kontrolleure haben für die Qualität. Und für die FAA bedeutet das, man sollte vielleicht doch die Kontrolle noch mal etwas mehr erhöhen. Ne? Und vielleicht gibt es jetzt auch die eine oder andere Fluggesellschaft, die vielleicht das Vertrauen an Boeing verliert. Und das Problem klingt rein formal jetzt erstmal als technisch überschaubar. Man hat den Mangel erkannt. Wie der Bundeswehr heißt es ja, Mangel erkannt, Mangel beseitigt, Thema durch. Aber reputationspolitisch ist das halt wieder brandgefährlich. Und Boeing kann sich aktuell diese Qualitätsdebatte nicht leisten, muss man halt so sagen. Warum? Logisch, weil wenn Leute Flugzeuge kaufen wollen und da kommt dann solche Aussagen dazu und die Leute haben da keinen Bock mehr drauf, ist das natürlich auch für die Preispolitik ein Riesenthema, dass man dort dann Abschläge nehmen muss, damit die Leute überhaupt die Buden kaufen. Vertraut ihr Boeing-Flugzeugen nach all den Problemen noch? Oder sagt ihr, ach, ist halt normal, dass so etwas passiert und gut, dass es gefunden wurde? Jetzt haben wir Carsten S. aus M., denn der verteidigt Pratt & Whitney, den Triebwerkshersteller. Und zwar das Zitat von Carsten S., was ich euch geben möchte, ist: Was Pratt & Whitney macht, ist richtig. Worum geht es? Und zwar ist es so, nach Kritik vom Airbus-Chef Guillaume Faury hat der Pratt & Whitney Triebwerkshersteller natürlich sein Fett wegbekommen, aber Carsten S. aus M. sagt, nö, die machen alles richtig
und man ist auf der Seite des Triebwerksherstellers. Spohr argumentiert, dass Ersatzteile für bestehende Flugzeuge halt Vorrang haben sollten, nicht die Produktion neuer Flugzeuge. Ja, man muss halt nur verstehen, dass man aus verschiedensten Ecken kommt. Ne? Airbus kritisiert halt Pratt & Whitney. Grund ist natürlich, dass der Fokus auf die Reparatur von bestehenden Triebwerken besteht und nicht auf neue Triebwerksherstellung. Lufthansa sagt halt, dass man das aber andersrum sieht. Und deshalb ist halt so, dass viele Pratt & Whitney Flugzeuge zwar immer noch am Boden stehen, aber die Zahl wird Gott sei Dank weniger. Lufthansa hat ja bis zu 20 Flugzeuge gleichzeitig deshalb gegroundet. Wir erinnern uns an die Air Baltic Flieger, die deshalb ja bei der Swiss fliegen, weil man ja die kompletten 220-100er gegroundet hat. Jetzt sind es im Moment nur noch 10 Flugzeuge gleichzeitig, die gegroundet sind. Ersatzteile sind natürlich wichtiger als neue Flugzeuge bei vielen Fluggesellschaften, weil man die Flugzeuge hat, die muss man betreiben. Wenn die Flugzeuge nicht abgenommen sind, verursachen sie auch keine Kosten. Und sonst verlieren sie ja Kapazität an Betrieb. Und natürlich will Airbus mehr Flugzeuge ausliefern, das ist doch ganz klar. Und eine Fluggesellschaft will mehr fliegen, damit die bestehende Flotte halt flugfähig ist und das Kapital arbeitet. Und damit hat man halt genau diesen Zielkonflikt zwischen den Airlines und den Herstellern. Hersteller verdienen halt nur an neuen Flugzeugen, Fluggesellschaften verdienen halt nur an Flugzeugen, die sie bereits haben. Und da kann man das natürlich gucken. Wer hat aus eurer Sicht denn da recht und wer hat da so eine Prio aus eurer Sicht? Eher die Fluggesellschaften, aka Lufthansa oder dann Airbus? Und ist auch diese Triebwerkskrise global eventuell auch in einer Art und Weise unterschätzt worden, dass man dort dann eventuell sich Themen nochmal genauer angucken muss und die neuen Triebwerke sind halt relativ komplex. Wir werden gleich nochmal von komplex reden. Komplex ist ja für Lufthansa quasi der Saft, von dem sie leben. Der Konflikt zeigt halt ein strukturelles Problem in der Branche. Lieferketten und Wartungskapazitäten sind aktuell überfordert. Und deshalb könnt ihr die Frage des Tages beantworten, wer hat Vorrang? Sollten Ersatzteile Vorrang von neuen Flugzeugen haben? Emirates möchte wieder 100% Kapazität anbieten und Emirates plant bis zum 29. März diese Zahl von 100% wieder zu erreichen. Die internationale Kapazität, obwohl in der Region immer noch der Iran-Konflikt dort Unsicherheiten schürt. Während andere Airlines stark reduzieren, setzt man auf eine aggressive Wiederaufnahme. Iran griff die Golfstaaten mit Drohnen und Raketen an. Wir sehen die Bilder, ziviler Luftraum ist teilweise geschlossen. Emirates startete schrittweise Wiederaufnahme und hat im Moment 61% des aktuellen Flugplans. Und bis zum 29. März werden wir 100% haben. Und in den ersten 12 Märztagen gab es 1,2 Millionen Passagiere. Etihad ist nur bei 13% Kapazität. Gründe dafür sind vielleicht die Military Base, die da nahe ist. Und zwar einmal ist es so, in Al-Dhafra, da gibt es, ich meine, es ist die größte Militärbasis in UAE. Und natürlich die konservative Regierung in Abu Dhabi, man ist da so ein bisschen vorsichtiger. Hängt nicht ganz so vom Tourismus ab, wie Dubai das tut. Und die aggressive Rückkehr zum Normalbetrieb soll halt auch Vertrauen in Sicherheitsmaßnahmen schüren. Und die Risiken sind natürlich, dass halt Angriffe wieder solche Ambitionen stoppen könnten und die Nachfrage natürlich auch relativ schwach ist. Viele Leute haben da echt keinen Bock drauf, zu stranden oder aber überhaupt nach Dubai zu fliegen. Das kann ich natürlich verstehen. Man weiß natürlich, dass die Sicherheit von Passagieren und Crews oberste Priorität hat bei allen Fluggesellschaften, aber man hat doch durchaus ein mulmiges Gefühl. Und die Frage ist halt, ob das eine risky Strategy ist oder ob das sinnvoll ist. Vor allem ist halt dieser geopolitische Konflikt natürlich da auch relativ evident am Ende des Tages. Solange das nicht am Ende ist, weiß ich nicht, wer die Flüge bucht. Und oder ist das eine Resilienzfrage bei den Freunden in Dubai, die einfach sagen, okay, Augen zu und durch, wir gehen jetzt auf Attacke. Ja, Emirates zeigt halt wirklich einmal mehr mit seiner Strategie maximale netzwerkstarke und schnelle Erholung, selbst unter den extremen Bedingungen. Und ihr könnt ja sagen, würdet ihr über Dubai fliegen? Das wäre so eine Frage, die ich mir stelle.
Wir haben über Komplexität bei der Lufthansa gesprochen und die Allegris ist nicht in Ermangelung, gerade in der Business Class, an Komplexität zu überbieten. Und zwar ist das halt wirklich dieses typische deutsche Overengineering. Ist so lustig in den USA, immer wenn die Leute reden, ja, mein BMW macht dies, das, Ananas. Oder aber auch mein Mercedes, das Ding macht dies und das ist halt so overengineert. Was war noch das Beispiel? Ich glaube, der Scheibenwischer für die Scheinwerfer, den es mal gab, das war so ein Thema, was overengineert war und auch jetzt diese Hochdruckdüsen, High-Pressure-Düsen, die Scheinwerfer reinigen. Solche Sachen sind halt German Engineering und das ist Overengineering, weil die Dinge auch Gott sei Dank nie kaputt gehen. Also insofern ist es natürlich so, dass die Allegris durchaus ein ambitioniertes Projekt ist, wenn man halt sieht, dass man alleine 12 Sitztypen von verschiedensten Herstellern braucht. Mehr als 12 Sitztypen in einer Klasse von Flugzeugen, das ist natürlich relativ krass. 7 Business-Class-Varianten, habe ich 12 Business? Nee, 7 sind in der Business-Class, Gott sei Dank nur. Aber 3 Sitzhersteller ist richtig. Es ist Collins Aerospace, es ist Stelia und es ist Thomson Aeroseating. Und daran sieht man halt auch, dass diese Probleme, die es gibt, Lieferketten, Zertifizierung, Integration natürlich ein Problem sind und die Verspätung sind fast 2 Jahre oder noch länger, wenn wir die 777 reinnehmen, aber das liegt ja nicht an den Sitzen. Aber es ist halt wirklich so, dass der Rollout bis 2030 komplett passiert sein soll und man möchte halt bei Lufthansa eine extreme Produktdifferenzierung haben, zusätzliche Einnahmen, die 10% mehr, die man mit der Allegris einnimmt als bei den normalen Business Class, zeigt ja, dass da Potenzial und Musik ist. Aber die Frage ist es natürlich die Komplexität. Ist das nicht zu komplex für den Kunden? Ist es überhaupt noch erklärbar, dass ein Sitz am Fenster Privacy ist oder der Standardsitz am Gang relativ eng ist oder diesen 2,10 Meter oder 20 Sitz, den es da gibt? Dann gibt es die Suite. Also da gibt es so viele Sitze, die man gar nicht vergleichen kann. Und die Konkurrenz setzt eher auf Sitze, die vergleichbar sind. Da ist halt der Unterschied, ob Gang am Fenster, aber alle haben sofortigen Gangzugang. Das ist halt so diese Geschichte und weniger Varianten. Und die Frage ist und bleibt, ist es halt ein deutsches Overengineering? Ist es ein Lufthansa-Problem, dass man alles etwas komplexer und problematischer gestalten muss? Oder ist Lufthansa wieder zu gierig, weil sie immer auf dieses sogenannte Ancillary Revenue, also diesen zusätzlichen Umsatz, pochen und ist der Rollout überhaupt zu spät für den Markt? Weil man überlegt, 2017 war, glaube ich, die Ankündigung, jetzt haben wir 13 Jahre haben die gebraucht dann, wenn es so ist. Und klar kann das Produkt gut werden am Ende des Tages, aber meint ihr, der normale Kunde versteht das Ding? Die Komplexität und die Verspätungen haben natürlich auch ein großes Imageproblem und machen natürlich Lufthansa zum Gespött. Ich habe auch keine Fluggesellschaft gehört, die das in irgendeiner Art und Weise kopiert. Also insofern, entweder sie sind super clever oder sie sind super doof. Das könnt ihr ja beantworten. Würdet ihr extra für einen Business-Class-Sitz bezahlen? Ja, auch hier in der heutigen Sendung können wir einfach nur oszinativ ein- und ausatmen. Und dort halt wirklich nur sagen, dass natürlich Boeing wieder in der Bredouille ist, in Schwulitäten mit den Qualitätsproblemen, die Triebwerkskrise bei Airbus und den Fluggesellschaften natürlich immer noch ein Thema ist. Und Geopolitik bleibt auch ein weiteres Thema bei den Themen heute. Und die Produktdifferenzierung bei den Fluggesellschaften ist interessant, mit den Zusatzumsätzen natürlich auch. Aber warum kopiert keiner zum Beispiel die Lufthansa? Und die strategische Entwicklung ist halt bei den Fluggesellschaften, dass Airlines zwischen Kosten, Premium-Produkt und Komplexität balancieren müssen. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich auch auf School zu kommen. Ihr könnt die Frage des Tages beantworten und einmal natürlich, würdet ihr für einen besseren Business-Class-Sitz extra bezahlen, beziehungsweise was ist eure Meinung zu Allegris und würdet ihr über Dubai fliegen? Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung wiederzusehen.